Safety first, baby. Hallelujah, it's the Trooper. King My Case is back. Jawohl, die dritte Staffel King My Case steht an und es gibt richtig viel Action, wie ihr gerade gesehen habt. Und diesmal geht's richtig zur Sache. Für alle, die nicht wissen, was es mit King My Case auf sich hat, abgefahren. Richtig geiles Prinzip. Wir von King My Case kommen zu dir nach Hause, schnappen uns deinen PC, weil er zu langsam ist, zu alt ist und einfach nicht deinen Gamer-Ansprüchen genügt. Bringen den hier nach Berlin in die heiligen Hallen von Case King und motzen den richtig auf. Und mit aufmotzen meine ich aufmotzen. High-End-Komponenten der obersten Klasse. Egal, ob es jetzt CPU oder aber Wasserkühlung ist, nur das Beste vom Besten wird verbaut. Für den Gewinner. Und du kannst dich auch bewerben. Jederzeit. King My Case. Und das Ganze gibt es jetzt nochmal in Bildern. Roger, du hast gewonnen! Ja, Mann! King My Case, guten Tag! Wow, einfach nur wow. Oh, geil! Mann! An alle, die da draußen sind, bewerbt euch, die Möglichkeit besteht. Und ohne Partner geht natürlich gar nichts. Auch nicht bei King My Case. Und auf diesen Partner sind wir ganz besonders stolz. AMD. Die haben mit der Ryzen 9 eine der leistungsstärksten Gaming-CPUs auf dem Markt. King My Case, powered by AMD. Ey, und wenn euch das mit den AMD GPUs interessiert, dann passt jetzt mal auf. Nicht nur von AMD, sondern auch von allen möglichen anderen Anbietern wirst du Ware finden bei Case King. Die Experten in Europa, wenn es um Gaming geht, wenn es um Streaming geht, wenn es um Content Creation geht, wenn es um PC und Hardware geht. Hier ist nicht Standard. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wie heißt der Gewinner? Wo kommt er her? Was für ein PC hat er? Er heißt Pascal, er ist 19, er kommt aus Hessen und er ist Mountainbiker. Der gute Kandidat hat sich schon 3-mal beworben. Jetzt hat's ihn erwischt und blicken wir mal ins Bewerbungsvideo rein. Was macht mich besonders? Warum habe gerade ich ein Traum-Setup, eure Arbeit, Zeit und Engagement verdient? Ich verbringe fast täglich 4 bis 5 Stunden an meinem PC und plane, schneide Videos. Zocken tue ich natürlich auch sehr gerne. Neuere Spiele kann ich meistens nicht mehr auf den niedrigen Grafikeinstellungen bei flüssigen 60 FPS spielen. Noch schlimmer ist jedoch, dass ich oft Probleme beim Schneiden habe. Bei zu vielen Effekten wird mir entweder nur ein Schwarzbild angezeigt, oder der PC stürzt komplett ab. Das war's von mir. Sportliche Grüße, Pascal. So, ich denke, wir haben alle gesehen, dass da wirklich Handlungsbedarf besteht bei Pascal. Der alte PC und dann die zusammengewürfelten Komponenten, die geschenkten Boxen und so. Und da wäre es auch nicht weit hergeholt, wenn wir zum Beispiel Endgame Gear oder Noble Chairs, unsere anderen Partner, noch mit an Bord holen, um da diesmal so ein richtig rundes, geiles Ding zu machen. Wenn mich das tatsächlich erwartet nächste Woche, dann gute Nacht. Die Lektion, die ich jetzt mitgenommen habe, schützt euch zu jedem Zeitpunkt. So Leute, jetzt wird Pascal kontaktiert und für die Aktion haben wir uns was ganz Spezielles ausgedacht. Nämlich, Pascal hat von uns vorab eine Info bekommen, dass jetzt gleich eine Videokonferenz stattfinden wird mit Anke.
Anke Friedrichs von Case King. Die existiert gar nicht. Aber er glaubt natürlich, dass die jetzt gleich ins Bild kommt. Also wird die Leitung stehen und ich laufe einfach mal zufällig so durchs Büro und sehe dann, dass er auf dem Bildschirm ist. Und wie sich das Ganze ausspielt, das sehen wir jetzt. Er will beitreten. Okay, Achtung. Hallo. Ja, ist ja da. Anke? Hi. Servus. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und die Anke kommt gleich. Ich glaube, die hat ein Gespräch mit dir jetzt gleich. Ja. Ne? Ich bin eigentlich nur zufällig hier. Was will die Anke eigentlich mit dir besprechen? Hast du da schon irgendwie Ahnung? Nee, nochmal, der Yannick meinte, mich persönlich schon mal kennenzulernen. Mehr habe ich auch nicht gehört. Also was ich weiß, ist, dass irgendwie Top-4-Kandidat, irgendwie sowas. Und die werden jetzt alle abgeklappert, die werden jetzt alle nacheinander angerufen von der Anke. Die müsste jetzt auch jeden Moment hier um die Ecke kommen. Erzähl mal, wie alt bist du? Was machst du? Siehst sympathisch aus, das spricht schon mal für dich auf jeden Fall. Brillenträger, weißt du, wir 4 Augen müssen ja zusammenhalten, weißt du? Ich bin letztens 19 geworden, letzte Woche. Glückwunsch! Dankeschön, Dankeschön. Bin Content Creator, fahre auch viel Fahrrad. Vielleicht sieht man es auf Ja, dem ich sehe es. Geiles Bike. Dankeschön. Und ich schneide halt alle möglichen Videos und habe mir auch schon eine Reichweite auf Instagram erarbeitet, sage ich mal. Und mein PC macht halt beim Schneiden als Faxen und ich zocke natürlich auch sehr gerne. Und damit mein Traum weitergehen kann und mir vielleicht das auch irgendwann zum Job machen kann, dieses Video schneiden, weil ich mir gedacht habe, brauche ich einen richtig geilen PC für. Und ja, ich verfolge euch jetzt schon seit, keine Ahnung, einem Jahr oder so. Hast du auch die anderen Staffeln gesehen und so? Ja, klar, habe jeder mitverfolgt. Aber echt geiles Konzept. Und ich habe mich jedes Mal angemeldet. Deswegen ich bin schon mal sehr froh, dass ich dieses Mal so weit gekommen bin. Ich lasse jetzt mal die Anke kommt nicht mehr. Die Anke hat sich gerade abgemeldet. Ja. Aber ich soll dir sagen, Ja. du hast gewonnen. Du bist bei King My Case. Willkommen, Pascal. Willkommen bei King My Case. Dankeschön. Danke. Ich kann mir echt nicht fassen. Alter. Ich kann es gar nicht fassen. Ich zitter einfach gerade. Fass es, mein Lieber. Fass es, Let's Alter. go. Geiler Typ. Herzlichen Glückwunsch, Pascal, zur Teilnahme bei King My Case. Wir kommen demnächst bei dir vorbei. Dann lernen wir uns noch mal richtig kennen, face to face. King My Case is in the house. Geil. Pascal, freu dich, hau rein. Wir sprechen uns die Tage. Alles Gute, mein Bester. Bis wir uns sehen. Ne? Bis dann. Geil. Danke, ciao. Ciao. Ihr kennt's ja. Erbarmen! Die Hesse komme! Nee, diesmal ist umgekehrt. Wir kommen nach Hesse. Und wir bringen keine Aschebecher, wir bringen einen neuen PC. Von Case King. King My Case in Hesse. So machen wir das heute, gell? Jawohl, King My Case in der hessische Edition. Jawohl, die Hessen-Ausgabe. Wie das der Zufall so will, haben wir auf dem Weg zum Pascal, den wir jetzt gleich überraschen werden, direkt ein Parcours gefunden. Hier, eine Ramp, 2 Ramps und alle möglichen Tümpel, die man als Rampen benutzen kann. Also richtig geil, passend zur Thematik. Und jetzt werden wir einen Pascal überfallen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt wird's geil. Kriegen wir mal, komm. Pascal! Ihr seid wirklich da? Grüß dich, mein Lieber. Wie geht's dir? Hat's dich gebängelt beim Fahren? Ja, vor Ja, ein das paar Tagen erst. habe ich mir fast schon gedacht. Ja, das gehört dazu. Das ist Berufsrisiko. Ey, dass ihr wirklich da seid, ich kann es immer noch. Ja, ist geil, ne? Wollen wir reingehen? Gerne Dann lass uns mal reingehen jetzt. Okay, wir sitzen jetzt hier mit Pascal, 19 Jahre alt. Und ja, Pascal, stell dich doch mal selber kurz vor. Ja, ich bin Mountainbiker, Content Creator, lade viel auf Instagram, YouTube hoch. Ja, schneide jetzt schon seit 4 Jahren meine eigenen Videos. Ja, ich will mal sagen, die kommen auch ganz gut an im Internet. Wenn wir jetzt schon vom Internet reden, wie hast du selber von King My Case erfahren?
Seitdem ich mir mein Pre-Build geholt habe, habe ich mir halt auch im Internet als Videos angeschaut von PC-Builds und dem ganz neuen Tech. Und da habe ich auch richtig Namen gefressen, hat man, glaube ich. Ja, ja. Und da bin ich natürlich auch auf eure Seite gekommen und habe mir da seitdem jedes Video reingezogen. Und eure Videos auf Deutsch sind da im deutschen Bereich auf jeden Fall am besten. Habt ihr gehört? Kann man durchaus so stehen lassen. Pascal, was zockst du am liebsten? Am liebsten zocke ich Forza, also Autospiele. Ja. Generell zocken, das mache ich zum Entspannen, weil viele machen das vielleicht, um Action zu haben, wie, keine Ahnung, CSGO oder so. Wenn ich den ganzen Tag Fahrrad fahre, das ist als Adrenalin, da will ich mich dann abends entspannen und macht mir echt Spaß. Also dein Zimmer sieht eher aus wie eine kleine Werkstatt. Das ist auch. Geil. Safety first, baby. Wie viel deiner Freizeit investierst du in das Hobbybiken? Boah, eigentlich fast meine ganze Zeit. Falls ich nicht auf dem Rad sitze, dann schneide ich auch meine Radvideos. Deswegen, das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Was war die schlimmste Verletzung, die du bis jetzt davongezogen hast? Schon mal Ellenbogen gebrochen oder so ein Steißbeinbruch oder so? Zum Glück habe ich mir noch nie was gebrochen, hat aber eigentlich was Schmerzhafteres, sagen viele. Ich habe mir nämlich mal eine extrem starke Prellung im Rücken gehabt, dass mir die Rückenmuskulatur auch innerlich aufgeplatzt ist. Ach was. Und das war auch relativ krass, weil ich dann innere Blutungen hatte und die haben auf die Nervenbahn gedrückt. Ja, und das wenn tut der, dann unendlich wenn weh. der Druck zu groß wird, dann jetzt auch operiert werden müssen. Ja. Ich hatte aber Glück, das hatte ich alles so, hat als Selbstgehalt. Hab zwar immer noch ein paar Probleme mit, aber im Großen und Ganzen, ja. Vertrau auf die Selbstheilungskräfte. Vertrau drauf. Fährst du Downhill? Fährst du Parkour? Fährst du Race? Also was ist dein Metier im Biken? Ich glaube, das macht mich auch ein bisschen besonders. Ich mache nämlich wirklich alles. Also, ich mache auch mit dem Downhill-Rad, das eigentlich nur für Downhill gemacht ist, mache ich halt so Slopestyle-Tricks. Und beim Slopestyle mache ich Downhill. Also Geil. ich mische das so ein bisschen. Allrounder sozusagen. Das macht, soweit ich weiß, so gut wie keiner. Hey, das ist krass. Du hast eine Instagram-Seite, ne? Ja. Instagram und auf YouTube bist du auch aktiv? Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns da jetzt mal ein paar Bilder an. Wir schauen jetzt mal in sein Social Media. Das ist eins deiner Räder. Genau, das ist Downhill-Rad. Wie unterscheidet sich jetzt das Downhill-Rad von zum Beispiel einem anderen Rad? Es ist länger, höher und man hat viel mehr Federweg. Also das Federweg ich durch den ganzen 20 Zentimeter, Okay. hinten genauso. Ich gehe mal stark davon aus, dass das hier eine Bruchstelle ist, ne? Genau, ja, da ist der Rahmen mir leider angerissen. Ich bekomme auf Garantie auch einen neuen, aber die haben 3-4 Monate Lieferzeit. Deswegen, bis dahin ist die Saison schon rum. Bruh. Und dann kriege ich erst den neuen, aber lieber spät als nie, ne? Richtig, so sieht es nämlich aus. Wir haben ja vorhin über deine Rückenverletzung geredet. Ich gehe mal stark davon aus, dass du den Schutz an dem Tag nicht getragen hast. Doch, hatte ich sogar, aber der ist auch kaputt gebrochen. Deswegen da bin ich echt unglücklich Was war gefallen. das für ein Impact? Ich weiß gar nicht mehr. Da war ich gleich auch bewusstlos. Das war echt. Ach so, richtig. Oh, krass. Was ist eigentlich dein größter Traum? Mein größter Traum auf jeden Fall ist es, professioneller Mountainbiker zu werden. Vlogger, YouTuber, Instagrammer und davon zu leben. Also, Say no more. Denn da kommt Case King ins Spiel. King My Case und Case King, wir helfen dir dabei. Aber zeig mir doch bitte jetzt erstmal deinen Rechner. let's go. Alles klar, let's go. Da haben wir den guten Teil. Möchtest du mal ein bisschen was dazu erzählen? Ja, das ist mein Pre-Build. PC ist auf jeden Fall sehr für Schneiden ausgelegt. Die Grafikkarte ist leider etwas mager ausgegangen.
Mein Budget war in dem Moment halt nicht relativ Wir haben da klein. vollstes Verständnis für. Für einen 16-Jährigen ist das schon eine Hammerleistung, was du da zusammengestellt hast, muss man ganz klar sagen. Hey, der Junge ist Abiturient. Dass da nicht so viel Penunzen da sind, um jetzt hier King My Case technisch so ein Teil hinzustellen, ist eigentlich logisch. Und dafür hast du aber schon richtig gut was geleistet. Ja, da habe ich mein ganzes Gespartes reingehauen, weil wir hatten auch einen kleinen Laptop und Videos draufschneiden ging gar nicht. Und dann sehe ich natürlich auch noch, dass du ein Setup hast, welches der ein oder anderen Erklärung bedarf. Ich habe eigentlich nur für den PC was bezahlt, alles andere, ich sag mal, ist ein Geschenk gewesen. Was hat es mit deinem zugegebenermaßen großen Monitor auf sich? Genau, der Fernseher ist von meiner Schwester, den hat sie irgendwie nicht mehr gebraucht. Da habe ich gesagt, ja gut, ich habe Monitor. noch keinen Monitor. Als ich ihn mir gerade gekauft habe, da nehme ich den natürlich. Ist aber leider auch zu groß, wie es gleich sehen, wenn ich den anmache. Okay. Du siehst jeden einzelnen Pixel. Ah, ja, wollen wir mal anschalten? So. Ah, das sieht ja schon mal schön aus. Aber man sieht auch, das braucht ein bisschen, ne? Und ja, braucht ein bisschen. Und nicht das Schnellste. Okay, Moment dauern. Ja, wahrscheinlich. So, okay. Also jetzt nochmal neu starten. Genau, und so schneide ich meine Vlogs, meine YouTube-Videos, meine Instagram-Edits. Also auf dem Handy schneiden ist auf jeden Fall simpler, aber da kann man halt nichts machen. So. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt genug von dem Setup gesehen. Alles Grund genug, dass wir das jetzt einpacken und nach Berlin in die heiligen Hallen von Case King bringen. Boris, mach dich auf was gefasst und du stöpselst jetzt bitte ab. Let's go. So, Übergabe. Bitteschön. Wir sehen uns die Tage. Jetzt bringe ich das Teil erstmal zu Case King nach Berlin. Tschüss, Pascal. Ciao. Ciao. So, Leute, das war's mit KMC und der hessische Edition. Wir fahren jetzt zurück nach Berlin, bringen das Case dem Boris. Nicht vergessen, liked, subscribed und vor allem kommentiert. Und im nächsten Video, und das ist ganz wichtig für die Modding interessiert sind, im nächsten Video wird aufgemotzt und gemoddet, was das Zeug hält. Stay tuned. Und jetzt gibt's Action. Action mit Pascal und Trooper ohne Mountainbike. That's the way we do. King My Case. Get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream, gotta get out the